Hallo, liebe Kunden, hallo, liebe EasyFeedback-Nutzer. Ich möchte Ihnen jetzt die neue Version von EasyFeedback vorstellen. Holen Sie sich einen Kaffee, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns starten. Also, wie man hier schon ganz gut erkennen kann, befinden wir uns auf der Übersicht. Das ist das neue Design der Übersicht von EasyFeedback. Wir haben alles ein bisschen modernisiert, aufgeräumt und halt auch ein paar neue Funktionen hinzugebracht. Grundsätzlich ist es gleich geblieben. Wir haben immer noch die Kategorien Vorbereitung, laufend und beendet. Wir haben auch immer noch die farbliche Markierung an den einzelnen Stellen. Was hier vielleicht als erstes auffällt, ist die linke Seite. Und zwar haben wir hier jetzt die Benutzergruppen, Teams werden sie genannt, und Ordner. Das bedeutet, ich habe hier, jeder User hat seinen eigenen Space, meine Umfragen, kann auch seine eigenen Ordner anlegen, wo er seine Umfragen drin organisiert. Und wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, hier auf die Teams, darauf gehe ich noch ein, einzeln zuzugreifen, je nachdem, in welchem Team wir denn sind und ob wir darauf Zugriff haben. Der Admin hat hier oben seine eigene Ansicht oder eine extra Ansicht, wo alle Umfragen aufgelistet sind. Das ist perfekt dafür, um halt hier oben auf der rechten Seite auch mit den Sortier- und Suchfunktionen zu arbeiten. Ansonsten ist es relativ gleich geblieben. Wir haben hier den Titel, wir haben Update und Laufzeit an der Stelle. Wir haben hier hinten noch den Quick-Link jetzt in die Einstellung im Bereich Teilnehmer einladen, Ergebnisse. Wir sehen, welchen User die Umfrage zugeordnet ist und haben hier das 3-Punkt-Menü, um die Umfrage zu kopieren, als Vorlage zu speichern, zu verschieben oder ein Label zuzuordnen oder zu löschen. Was neu ist an der Stelle, ist auch, dass wir hier die Checkboxen haben. Das heißt, wenn ich eine oder mehrere Umfragen anwähle, kann ich dann eine Massenaktion durchführen, wie zum Beispiel verschieben, von einem Team ins nächste Team verschieben oder Ordner auch. Ich kann mehrere Umfragen gleichzeitig ein Label zuordnen. Ich kann mehrere Ergebnisse gleichzeitig exportieren als CSV oder Excel, das ist unser Massenexport, oder aber auch gleichzeitig löschen. Genau, wir können so viele abbilden, dann ist es wieder weg. Eine neue Umfrage anzulegen, funktioniert genauso wie vorher. Wir haben hier oben den Button und darüber starten wir. Was hier oben vielleicht noch aufgefallen ist, wir haben hier oben auf der rechten Seite Mr. Q. Mr. Q ist ein Fragebogenassistent, den wir jetzt mit anbieten. Dahinter sitzt OpenAI, also es ist einfach gesagt ChatGPT, mit dem wir hier kommunizieren. Das Ganze ist auch anonym gestaltet. Es werden keine personenbezogenen Daten geteilt oder ähnliches. Und Mr. Q ist nur darauf konditioniert, einen Fragebogen inhaltlich zu gestalten, also Fragebogen oder Fragevorschläge zu machen. Mehr kann Mr. Q nicht. Und das kann er aber dafür sehr gut. Genau, hier geht es einfach darum, dass Sie ihm sagen, was möchten Sie für eine Befragung durchführen und ganz wichtig, das Ziel. Sie müssen ihm schon ein Ziel mitgeben, damit er basierend auf dem Ziel die richtigen Vorschläge geben kann und dann sprechen Sie einfach mit ihm. Wenn es Ihnen noch nicht gut genug ist oder wenn Sie da noch eine Idee haben, schreiben Sie es einfach rein und Sie bekommen wieder neue Vorschläge. Genau, das ist Mr. Q an der Stelle. Ansonsten können wir mal kurz steigen mal ein in die Umfrage. Hier ist der neue Fragebogen-Editor. Wie man sieht, alles ein bisschen größer. Wir nehmen uns die gesamte Breite des Bildschirms. Wir haben hier eine möglichst 1:1 Vorschau, wie das Ganze dann später auch aussieht. Und, was vielleicht schon aufgefallen ist, wir haben hier auf der linken Seite diese Miniaturleiste. Und diese Miniaturleiste ist echt stark, denn damit kann ich die gesamte Umfrage aufbauen und bedienen. Das heißt, ich klicke auf einen der Fragen und das System scrollt dort automatisch hin. Ich habe von hier aus auch die Möglichkeit zu verschieben, das heißt die Position der Fragen zu verschieben. Ich habe die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, kopieren, eine andere Umfrage zu kopieren, Filterlogiken oder auch zu löschen und natürlich auch hier alle Funktionalitäten auf der Seite basierend und ich habe auch die Möglichkeit von hier aus neue Inhalte hinzuzufügen. Das heißt, rein theoretisch muss ich mich gar nicht hier in der Mitte aufhalten, sondern ich kann alles auf der linken Seite steuern. Wenn ich auch eine Filter oder Logik angelegt habe, wird uns das jetzt hier auch angezeigt mit so einem kleinen Icon und ich kann da draufklicken und springe dann direkt in die Einstellung. Das ist sehr komfortabel und das geht sehr schnell. Wer die Seitenleiste nicht sehen möchte, kann sie einfach wegklappen oder auch wieder aufklappen. Ansonsten habe vor kurzem auch diesen Splitscreen hier gelauncht. Das heißt, ich kann links,
rechts, links, rechts. Je nachdem, wo ich es möchte, kann ich emotional Bilder hochladen, um das Ganze aufzuladen oder halt auch zu bebildern und dann über diese Bilder Fragen zu stellen. Das Bearbeiten einer Frage sieht jetzt auch etwas anders aus. Wir haben immer auf der linken Seite die ganzen einzelnen Einstellungsoptionen, die es gibt, und hier in der Mitte haben wir dann dementsprechend die Vorschau der Frage, können das hier wie auch in der alten Version bearbeiten, verschieben etc. Und der Speicherbutton ist etwas neu, der befindet sich jetzt immer im Fokus bei einigen Einstellungsoptionen. Genau, das sind auch die größten Änderungen, die jetzt hier stattgefunden haben. Und wir haben, um uns das Ganze einmal in der Vorschau anzeigen zu lassen, hier oben immer noch oben rechts den Vorschau-Button. Aber beim Klick darauf öffnet das Ganze jetzt direkt in EasyFeedback und nicht mehr außerhalb. Das Bild ist hier abgeschnitten, weil es im Layout-Konfigurator nicht besser eingestellt wurde. Genau. Und wir haben die Möglichkeit trotzdem, das hier oben in einem neuen Tab zu öffnen. Wir können die Vorschau immer noch per E-Mail versenden, können es aber auch hier auch eine Mobile-Version ganz schnell anklicken, um halt einfach schnell zu checken, wie sieht das Ganze denn in Live aus. Genau, gehen wir weiter. Texte und Sprachen sind inhaltlich und funktional identisch geblieben. Hier gab es keine Änderung, wir haben es nur ein bisschen optisch angepasst. In den Einstellungen gibt es jetzt auch keine Veränderungen. Es wurde nur optisch angepasst, ein bisschen modernisiert, ein bisschen komprimiert und logischer gestaltet an der Stelle. Dementsprechend sind auch die E-Mail-Antworten identisch wie vorher. Wir sehen halt auch hier schon in den Speicherbutton. Das Ganze wurde ein bisschen modernisiert vom Look and Feel, aber die Funktionalität ist das gleiche. Quiz und Scoring haben auch die gleiche Funktionalität. Gutscheincodes haben auch die gleiche Funktionalität. Also hier hat sich nicht viel verändert von den Funktionalitäten her. Teilnehmer einladen, dasselbe Spiel wie bei den Einstellungen. Hier haben wir auch überall die gleichen Funktionalitäten, haben es wie gesagt nur optisch ein bisschen hochwertiger gepusht. Genau, wir haben jetzt hier, das hat sich ein bisschen verändert, auch hier oben die Darstellungsform hat sich ein bisschen verändert, aber grundsätzlich ist es inhaltlich das gleiche geblieben, ebenfalls bei der Website-Integration und bei den zusätzlichen Links. Die Auswertung ist dementsprechend, aber auch sehr identisch zu vorher. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Platz hier oben in dem Bereich, aber das, was Sie hier sehen, ist das gleiche wie vorher. Hier haben wir auch keine Änderung an den Funktionen vorgenommen. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, schnell zu vergleichen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, in die Prozentwerte reinzuklicken und einen Filter anzuwählen, etc. Ich kann meine 360-Grad-Reports schnell erreichen. Ich kann meine normalen Reports erreichen. Ich habe hier die Einstellung weiterhin, wie wir sie vorher auch hatten, etc. Die Einzelergebnisse, hier haben wir uns jetzt ein bisschen mehr Platz genommen, weil wir halt auch diesen Space haben. Das wirkt sehr modern und sehr großzügig. Genau, der Korrekturmodus hat sich noch ein bisschen verändert, ist ein bisschen schöner geworden als vorher. Aber das sind jetzt im Grunde die Veränderungen, die wir hier in der Auswertung vorgenommen haben. Wenn wir nochmal kurz einen Blick auf Layout legen, hier gibt es auch leichte Veränderungen, organisatorische Dinge. Das eine ist einmal, dass wir hier eine Sternchenmarkierung haben. Das bedeutet, dass dieses Design als Standard-Umfragedesign definiert wurde, was für jede neue Umfrage per se gewählt wird. Und was ich sehr stark finde, wir haben hier eine 10, 6, 22. Das heißt, wir sehen, wie oft ist dieses Design in Verwendung. Und das hilft natürlich auch zu entscheiden, kann ich irgendwann auch mal was löschen, weil ich sehe, es hat gar keine Verwendung mehr. Und ich kann jetzt hier ein neues Layout draufklicken, 15 Mal, und dann bekomme ich alle 15 Umfragen aufgelistet, wo dieses Layout dann verwendet wird. Und das hilft mir hier ein bisschen mehr Ordnung zu halten an der Stelle. Ansonsten, wenn wir reinklicken, wir sind auch ein bisschen großzügiger hier geworden. Hier auf der linken Seite haben wir die gleichen Einstellungen wie vorher. Genau. Was hier noch neu ist, ist einmal die Berechtigung. Das heißt, wenn ich ein Layout anlege, kann ich entscheiden, ist es nur für mich sichtbar, ist es für alle sichtbar oder für die Teams, in denen ich Zugriff habe. Und dann kann ich das dementsprechend sharen oder halt auch nicht. Das ist hier die Neuerung an der Stelle. Wenn wir uns jetzt einmal hier oben in den Bereich der Teilnehmerlisten bewegen, hier sehen wir das Gleiche, ein bisschen modernisiert. Wollen wir noch ein paar Teilnehmer, nehmen wir mal den hier. Genau, auch hier ein bisschen mehr Space genommen. Inhaltlich ist alles das Gleiche, funktional ist es auch das Gleiche. Wir haben es ein bisschen einfacher gestaltet, Teilnehmer hinzufügen, Gruppe hinzufügen, ist ein bisschen klarer als vorher mit diesem kleinen Plus-Button.
Und auch hier unten wieder das gleiche rechte System. Für wen ist diese Liste sichtbar bzw. nutzbar? Können Sie alles einstellen. Genau, das waren jetzt schon mal die groben Änderungen, die wir beim Erstellen einer Umfrage haben. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in die organisatorischen Punkte reinschauen, haben wir hier oben wie gewohnt rechts den Bereich Accountdaten, Benutzerverwaltung. Wir kommen hier in die Hilfe rein. Wenn wir uns einmal die Accountdaten anschauen, sehen wir hier natürlich die personenbezogenen Daten, die jeder für sich selber hat. Wir sehen Tarife und Abrechnung. Der Bereich ist neu. Dann kommt der Datenschutzbereich, so wie wir ihn vorher auch hatten. Sie können hier Ihren AV-Vertrag abschließen. Wenn Sie ihn abgeschlossen haben, wird er hier aufgelistet. Wir haben den Bereich der Integration, also alles, was Sie mit Zapier verbinden oder Ihren API-Schlüssel, Webhook-Trackings. Die Vorlagen wurden technisch überarbeitet, die waren ein bisschen buggy. Jetzt funktionieren sie wieder. Und was hier im Admin-Bereich einmal neu ist, das ist alles identisch, ist der AI-Zustimmungsbereich. Das bedeutet, da wir ja mittlerweile an 3 Positionen AI nutzen, genau, das ist einmal Mr. Q, die Chat-Umfragen und im Result Studio für die AI-Analysen, kann es sein, dass Sie intern, damit Ihre eigenen Kollegen und Mitarbeiter damit arbeiten dürfen, einer Zustimmung oder Sie eine Zustimmung benötigen in Bezug auf Ihre eigene Policy dafür. Wenn dem so ist, können Sie das hier einstellen. Sie können halt sagen, ich möchte eine AI-Zustimmung platzieren, ich möchte einen Zustimmungsrhythmus definieren und hier ist mein Text, beziehungsweise ich habe auch eine Verlinkung auf meine eigene Website oder aber auch eine Datei. Ich kann zum Beispiel ein PDF anhängen, wo die Policy hinterlegt ist. Und jeder Mitarbeiter, der diese Funktion nutzt, muss dem einmal zustimmen, dass zum Beispiel keine personenbezogenen Daten übertragen werden. Dass man da ein bisschen darauf achten soll, wie soll man damit umgehen etc. Das ist jetzt hier neu, das können Sie aktivieren, um halt Ihre Compliance einzuhalten. Kommen wir einmal in die Benutzerverwaltung. Da haben wir natürlich auch den größten Schritt gemacht und hier sehen wir schon, wirkt es auch ein bisschen anders. Das heißt, ich habe hier einmal eine Übersicht aller einzelnen Benutzer. Hatten wir vorher auch, aber da war das gleich in den Gruppen drin. Hier ist es separiert. Wir haben nur die einzelnen Benutzer. Bei den Benutzern haben wir natürlich hier wieder das Bearbeiten und hier auch die eigenen Rechte wieder. Und hier sehen wir schon Zugriff auf das Result Studio, Zugriff auf die AI-Analysen. Das heißt, Sie können eigenständig definieren, ob die Mitarbeiter auf die AI-Features Zugriff erhalten sollen. Und wenn Sie Zugriff haben und die Zustimmung aktiviert ist, dann sehen Sie hier, wann der Mitarbeiter das bestätigt hat. Ansonsten sind wir relativ identisch von den vorherigen Funktionen. Was wir noch neu haben, ist Teams und Rollen. Das ist vom Wording hat sich ein bisschen verändert. Zugriff auf alle Teams und Umfragen, das ist einmal neu. Das ist diese Übersicht in der Übersicht der oberste Bereich, dass ich von da aus alle Umfragen sehen kann. Genau, die Rollen, auch wie vorher, sind einfach Rollen, das sind Preset-Ups, die können Sie anlegen und dann automatisch vergeben oder drauf bügeln sozusagen, wenn Sie nicht jedes Mal alles einstellen wollen. Was jetzt das Neue wirklich Relevante ist, sind die Teams. Und diese Teams sind vorher unsere Benutzergruppen gewesen und jetzt haben wir sie in Teams umbenannt. Und das Gute bei diesen Teams ist, dass jeder User in beliebig vielen Teams sein kann. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Gruppen zu bilden, Projektgruppen. Projektgruppe 1, da sind 3 User drin und es gibt eine Projektgruppe 2 und 3 und da ist ein bestimmter User auch wieder vorhanden. Und das gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, es ganz anders zu denken und halt auch da die Umfragen besser zu verschachteln, sage ich mal. Es ist jetzt nicht immer nur auf eine Gruppe fokussiert, sondern wir können es ein bisschen breiter gestalten. Und diese Teams, die Sie hier anlegen, das sind die wir dann in der Übersicht auch wieder sehen. Das heißt Marketing, HR, Marktforschung, Kundenfeedback. Und hier sind sie über Plus. Können Sie Benutzer dem Team hinzufügen oder über Minus können Sie die Benutzer auch hier wieder rausnehmen. Relativ einfach gemacht. Genau, wir sehen es, da sind sie raus und ich könnte sie jetzt woanders wieder hinzufügen. Genau, das sind die großen Änderungen, die wir jetzt hier in der neuen Version von EasyFeedback haben. Das Ganze wird halt auch noch mobile-fähig. Wir sind dabei, viele Seiten auch für mobile Ansichten zu optimieren, damit man auch mal schnell, wenn man unterwegs ist,
ein, zwei Sachen gegenchecken kann, vielleicht eine kleine Veränderung macht, etc., damit das ein bisschen komfortabler auf dem Handy funktioniert. Also ich freue mich auf das neue Easy Feedback. Ich hoffe, Sie freuen sich genauso. Und ja, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Bis dahin.